Die einfachste und effektivste Art, in einem Videocall besser auszusehen, ist die Beleuchtung zu verbessern. In diesem Video zeige ich dir, worauf es ankommt und was du bei der Auswahl der richtigen Lampe berücksichtigen solltest. Videokonferenzen sind aus dem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Wer in Videocalls gut rüberkommen will, sollte ein paar Dinge beachten. Die wichtigsten Tipps dazu habe ich dir in dem hier verlinkten Video zusammengestellt. Um die Bildwirkung positiv zu beeinflussen, ist mit Abstand das Wichtigste die Beleuchtung. Und weil das Thema so wichtig ist, möchte ich mich in diesem Video ganz der Frage widmen, wie du deinen Arbeitsplatz für einen Videocall am besten beleuchten kannst. Mein Name ist Alexander Lorenz, ich bin Filmemacher und Gründer von MindNet. Auf unserem Kanal findest du regelmäßig Tipps und Inspirationen zu Videomarketing und zur Videoproduktion für Unternehmen. Wenn dir dieses Video also gefällt, lass uns gerne ein Like und ein Abo da. Also, warum ist Licht so wichtig? Die meisten Videocalls werden mit integrierten Laptop-Kameras oder Webcams geführt. Das sind natürlich nicht die besten Kameras, die außerdem noch sehr kleine Sensoren haben. Je kleiner ein Sensor, desto mehr Licht brauchst du aber auch. Mit mehr Licht kannst du also etwas schlechtere Kameras ausgleichen. Die Beleuchtung ist aber auch wichtig, weil du mit den richtigen Lampen sehr subtil die Wirkung deines Gesichtes gestalten kannst. Weiches Licht von vorne überstrahlt Unebenheiten und eine zusätzliche Lichtkante gibt einen professionellen Touch. Mit Licht kannst du also mehr tun, als nur das Bild hell zu bekommen. Aber wie? Für einen Videocall ist in der Regel keine besonders kreative Lichtsetzung gefragt, sondern ein neutrales Licht, das dich vorteilhaft beleuchtet. Als natürlich empfinden wir eine Beleuchtung, wie wir sie in der Natur finden. Also leicht von oben und von vorne. Bei einem Abstand von 30 bis 50 cm von deinem Gesicht kannst du deine Lichtquelle etwa 30 cm über deiner Augenhöhe positionieren. Stellst du das Licht zu hoch, bekommst du starke Augenschatten. Licht von unten erinnert an Horrorfilme. Brillenträger kennen das Problem von Reflexionen in der Brille. Zum Beispiel auf Blitzfotos, die gerade von vorne gemacht wurden. Abhilfe schafft wieder die Positionierung der Lampe. Wie in einem Spiegel reflektiert das Licht immer im gleichen Winkel zurück. Wenn du also Reflexionen in der Brille hast, versuch deine Lichtquelle weiter nach oben oder weiter nach außen zu bewegen. Ein Grundprinzip der Lichtgestaltung bei der Aufnahme von Menschen ist die sogenannte Dreipunktbeleuchtung. Dabei werden 3 Lampen auf die Person vor der Kamera ausgerichtet. 2 von vorne und eine von hinten. Das stärkste Licht ist das Haupt- oder Führungslicht. Es ist in einem Winkel von 45 Grad zur Blickachse angeordnet. Das Aufhelllicht hält die entstehenden Schatten auf und das Spitzlicht, auch Kante genannt, gibt der Person vor der Kamera ein Konturlicht. Du musst für deine Videocalls nicht zum Lichtexperten werden, aber wenn du darauf achtest, 2 Lampen von vorn jeweils im 45-Grad-Winkel anzuordnen und noch eine Lampe von schräg hinten einzusetzen, kommst du einer professionellen Beleuchtung schon sehr nah. Das mit Abstand günstigste und natürlichste Licht ist das Licht der Sonne. Abgesehen davon, dass es nicht zu jeder Tageszeit scheint, hat es den Nachteil, dass du die Richtung nicht verändern kannst. Stattdessen musst du dich selber bewegen und die beste Position im Raum finden. In der Regel ist das mit dem Gesicht zum Fenster. Nie gut ist mit dem Rücken zum Fenster zu sitzen. Perfekt sind Fenster, die nach Norden ausgerichtet sind. Hier hast du den ganzen Tag über indirektes weiches Licht. Wenn das nicht der Fall ist, kannst du einfach weiße Vorhänge, Rollos oder Plissés installieren, um nicht geblendet zu werden. Apropos Sonnenlicht. Wenn du in einem Raum mit Tageslichteinstrahlung bist, aber dich nicht so setzen kannst, dass das Sonnenlicht für die Beleuchtung ausreicht, achte darauf, dass die Lampen, die du verwendest, die gleiche Lichtfarbe haben wie die Sonne. Gemessen wird die Lichtfarbe in Kelvin. Je niedriger die Kelvinzahl, desto wärmer, also rötlicher, ist dein Licht. Je höher die Kelvinzahl, desto kühler, also bläulicher ist die Lichtfarbe. Häufig findest du die Bezeichnung Kunstlicht für Lampen mit ca. 3200 Kelvin und Tageslicht für Lampen mit ca. 5600 bis 6500 Kelvin. Bei Tag solltest du also Tageslichtlampen verwenden. Kunstlicht ist wiederum die Farbe klassischer Glühbirnen, die viele Menschen als angenehm und wohnlich empfinden. Wenn du viel in den Abendstunden oder in künstlich beleuchteten Räumen videotelefonierst, sind Lampen mit 3200 Kelvin vielleicht besser geeignet. Das Gute dabei, viele moderne LED-Lampen bieten dir sogenannte Bicolor-Modi an, bei denen du zwischen Tageslicht und Kunstlicht umschalten kannst.
Wenn du dich auf die Suche nach Lampen machst, ist neben der Lichtfarbe und der Intensität die Frage wichtig, wie hart das Licht ist. Hartes Licht erzeugt starke Schatten, während weiches Licht Schatten weich und Gesichter gleichmäßig erscheinen lässt. Keine Frage, dass wir für Videocalls weiches Licht haben wollen. Um weiches Licht zu bekommen, gibt es zwei Möglichkeiten, indem man durch ein diffuses Material strahlt oder das Licht reflektiert. Eine LED-Glühbirne wird zum Beispiel durch einen Lampenschirm weicher oder indem du sie von einer weißen Wand reflektierst. Wenn du weiches Licht kaufen willst, kannst du nach Ringlichtern, LED-Panels oder Softboxen suchen. Auf Panels sind viele kleine LEDs angeordnet, vor denen sich eine halbtransparente Plastikplatte befindet. Softboxen bestehen aus einer starken Lichtquelle und in einigem Abstand einem weißen Stoffmaterial. Softboxen bieten das schönere, flächigere Licht, brauchen aber mehr Platz und sind daher für viele Arbeitsplätze nicht praktikabel. Ringlichter haben einen besonderen Look und bieten den Vorteil, dass die Reflexionen, die sie in Augen erzeugen, als interessant wahrgenommen werden. Du kannst also im Prinzip nur eine Lampe von vorne verwenden, wenn du den Look magst. In der Videobeschreibung verlinke ich dir unterschiedliche Modelle für Softboxen, LED-Panels und Ringlichter. Gerne vergessen wir das Licht für den Hintergrund. Dabei hast du hier einige Gestaltungsmöglichkeiten. Um Ablenkungen zu vermeiden, solltest du darauf achten, den Hintergrund etwas dunkler zu halten als die Person vor der Kamera. Für ein neutrales Bild verwende auch hier die gleiche Lichtfarbe wie sonst im Raum. Du kannst aber auch einzelne Bereiche hervorheben oder mit RGB-Farben deinem Raum einen besonderen Look geben. Beliebt sind zum Beispiel bläuliche Farbakzente oder verändernde Lichtfarben durch LED-Schläuche. Ob das zu einem seriösen Arbeitscall passt, lasse ich mal dahingestellt. Licht beim Videocall ist nicht alles, aber sicher der wichtigste Punkt, wenn es dir darum geht, die Bildqualität zu verbessern. Was du noch tun kannst, um generell die technische Qualität deiner Videocalls zu verbessern, erfährst du im hier verlinkten Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass uns ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal bei MindNapped mit Videos mehr erreichen.